Im Seebad Bregenz genießen Besucher angenehme Wärme, doch kaum jemand weiß, woher sie kommt. Die Energie, sie kommt direkt aus dem See. Der Bodensee, nicht nur ein malerisches Gewässer, sondern eine Quelle für Lebensqualität und Energie. Die Idee ist relativ früh geboren, einfach aufgrund der Nähe zum Bodensee, weil wir im Prinzip direkt neben dem See stehen. Wir haben den See als wunderbares Potenzial, daraus eine Seeenergienutzung zu machen, eine thermische. Das heißt, wir holen das Wasser aus ca. 40 Metern Tiefe aus dem Bodensee mit einer Temperatur von 4 bis 7 Grad, leiten das in unsere Energiezentrale. Dort wird das Wasser gefiltert, über einen Wärmetauscher geführt und anschließend wieder in den See hinausgegeben. Auf der anderen Seite von dem Wärmetauscher befindet sich ein Wärmeträgermedium bestehend aus Wasser und Ethanol. Und in den Objekten selber befinden sich dann die Wärmepumpen, die aus diesem kalten Wasser Wärme und Warmwasser erzeugen. Ja. Wärme aus 40 Metern Tiefe. Sauber, effizient und nachhaltig. Es gibt sehr hohe Auflagen an den Bodensee, was eingehalten werden muss. Wir haben im Vorfeld Simulationen dazu gemacht, wie wir mit dem Wasser zurückfahren dürfen, wo wir es einleiten dürfen, dass es sich möglichst schnell vermischt mit dem Bodenseewasser und es keine Beeinflussung durch die Rückgabetemperatur im Wasser entsteht. Da gibt es Simulationen, Berechnungen dazu. Ein Projekt dieser Größenordnung braucht starke Partner mit Erfahrung, Know-how und Präzision. Die größten Herausforderungen sind wirklich solche Themen rundum. Wie kann ich sicherstellen, dass ich am Tag X zu meinem Ziel komme? Jetzt muss ich sehr viel koordinieren. Ich muss das Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Die Schnittstellen Spülbohren, Tauchen, Absenken, Tiefbau, Spezialtiefbau. Also das sind solche Schnittstellen, die in der Planung ganz wichtig sind. In diesem speziellen Projekt hier in Bregenz bestand die große Herausforderung darin, dass es eine Seewasserentnahme-Spülbohrung war. Und diese Spülbohrung war über eine Länge von 370 Metern. Der erste große Schritt war geschafft. Nun mussten die passenden Leitungen verlegt werden. Eine besondere Herausforderung. 2 speziell entwickelte Kunststoffrohre bilden das Rückgrat der Anlage. Sie transportieren das Seewasser sicher zwischen See- und Technikzentrum. Robust, langlebig, wartungsfrei. Ja, wir produzieren unsere Rohre und Formteile ausschließlich aus Polyethylen 100 RC. Das hat zusätzlich noch die Eigenschaft, dass es insensitiv ist gegen langsames Risswachstum, also gegen Punktlasten, wie zum Beispiel Steine. Und das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Ja, grundsätzlich sind alle unsere Kunststoffrohrsysteme wartungsfrei. Die Innenoberfläche ist auch glatt und das verhindert oder erschwert jeglichen Partikel, dass sie sich da festsetzen. Großes Thema bei diesem Projekt, die sogenannte Quagga-Muschel. Wir haben dieses Problem aber direkt adressiert und in den Mittelpunkt gestellt und haben hier eine Lösung entwickelt, ein spezielles Rohr aus schwarzem P100RC mit einer besonders glatten und hellen Innenoberschicht. Und diese Innenschicht macht es diesen Quagga-Muscheln sehr schwer, sich da festzusetzen. Und durch diese helle Farbe ermöglicht es Kamerabefahrung mit zum Beispiel Tauchrobotern, damit man das mal anschauen kann, was da ist und gegebenenfalls Reinigungszyklen oder Reinigungsmechanismen festlegen kann. Die Rohre waren bereit. Nun begann die Arbeit am See. Und die stellte das Team vor besondere Herausforderungen. Der ganze Bauablauf hat angefangen mit der Einrichtung der Spülbohrung. Dann haben wir die erste Bohrung durchgeführt. Anschließend haben wir die erste Leitung eingeschwommen, am Bohrkopf angeschlossen und vom See ans Ufer hineingezogen. Das war die erste Leitung, dann kam die zweite Leitung. Haben wir wieder 3 Wochen gebohrt, die Spülbohrung durchgeführt, die zweite Leitung eingeschwommen, angeschlossen und wieder ans Ufer hineingezogen. Die Taucher waren zuständig für die Montage der Leitungen unter Wasser. Sie haben die Verbindungen unter Wasser hergestellt.
Sie haben die Deckel entfernt und das Entnahmebauwerk und das Auslaufbauwerk montiert. Das Auslaufbauwerk befindet sich auf 26 Meter Wassertiefe, das Entnahmebauwerk auf 41 Meter Wassertiefe. Also so eine Spülbohrung, wie wir sie hier in Bregenz erstellt haben, das ist immer ein Unikat. Das ist das Spannende beim Spülbohren. Jeder Meter Leitung ein Stück Präzisionsarbeit, über und unter Wasser. Also wir dürfen über die Seewassernutzung 8 Megawatt Leistung dem See entnehmen. Zunächst beginnen wir mit dem Hallenbad und dem Festspielhaus und werden dann weiter über die Bahnhofstraße und das Weiherviertel in Richtung Kornmarktplatz fahren und möchten das gesamte Areal mit regenerativer Energie aus dem Bodensee versorgen. Der See gibt seine Kraft für warme Becken, kühle Räume und eine klimafreundliche Zukunft. Der Eingriff in das Ökosystem, das muss man aus 2 Sparten anschauen. Die eine Sparte ist der Bauzustand. Und während der Bauphase kann festgehalten werden, dass eigentlich dem Seegrund wie auch dem See, dem Wasser, was im Bodensee Trinkwasser ist, nichts zugeführt wird. Also es entsteht weder eine Trübung noch eine Ablagerung vom Bentonit, sondern man bohrt unterirdisch im Erdreich bis in den See und stößt dann eigentlich mit einem sauberen Trinkwasser auch in den See und zieht dann die Leitung durch den Seegrund bis hier ans Land. Das ist die Bauphase. Und wenn man dann die zweite Phase anschaut, der Eingriff in die Natur, diese Anlage entzieht dem Bodensee Wasser. Das Wasser wird abgekühlt und geht zurück in den Bodensee. Also eigentlich trägt man einen großen Teil dazu bei, dass die Erderwärmung, was dann auch zu wärmeren Seen führt, wieder reduziert werden kann, indem man Wasser aus dem See nutzt und mit einer kühleren Temperatur wieder zurückführt. Ein ökologischer Fortschritt. Statt das Wasser zu belasten, wird es sogar gekühlt zurückgeführt. Ein Beitrag gegen die Erderwärmung. Mein persönliches Highlight war eigentlich das Einschalten der Pumpen und es alles funktioniert hat. Für mich war die Erleichterung sehr groß, als die Seeleitung bei Sonnenuntergang an der Wasseroberfläche eintauchte. Die Meilensteine bei der Spülbohrung sind eigentlich jeweils die Rohreinzüge. Das ist jedes Mal wie bei einem Marathon durch das Ziel rennen. Das ist jedes Mal ein Glücksmoment, wenn das Rohr vor der Bohranlage durch die Bentonitspülung wieder ans Tageslicht kommt und uns belächelt. Das ganze Projekt war eine große Herausforderung. Wir haben das produzieren müssen, liefern just in time auf der Baustelle. Hat aber wieder sehr gut funktioniert mit den ganzen Partnern, wie bereits bei Projekten, die schon so realisiert wurden. Was mir da wahnsinnig gut gefällt, das ist einfach das Zusammenspiel von verschiedenen Geschichten. Weil einfach verschiedene Themenbereiche, Fachbereiche so ineinander übergreifen, dass ich zu dem Großen und Ganzen komme. Und wenn man dann noch Glück hat, ein kleines Rädchen damit zu sein, die Schnittstellen zu erkennen und die Schnittstellen richtig zusammenzufügen, ist das so ein bisschen wie eine Komposition, wo die zusammenpassen. Das ist sensationell. Ein technisches Meisterwerk im Einklang mit der Natur für eine nachhaltige Zukunft aus der Tiefe des Bodensees.